Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampyr. Now would be a good time to blend the recipe Marshal used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Im letzten Part hatten wir Lady Ashbury konfrontiert mit dem, was Dr. Swansea quasi gemacht hat mit ihrem Blut. Und dass ihr Blut quasi verantwortlich dafür ist, dass Doris Fletcher und Harriet Jones sich so verändert haben. Ich bin gerade überlegen, ob wir direkt einfach zum Westend laufen sollten. Zu den anderen zwei Locations zu fahren. Ja, laufen wir einfach direkt zum Westend. Haben mir jetzt noch zwischen den Folgen eingefallen, dass wir auch noch bei den Docs ein, zwei neue Personen haben müssten, die zurück sind. Vielleicht fahren wir da noch irgendeine nützliche Information. Na gut, ich gehe jetzt erst zum Westend. Mal schauen, ob wir es gegen Askelon Club schaffen. Denn wir ja das Blut von William Marshal brauchen und die das scheinbar da haben. Whose blood could be purer than that of William Marshal? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Sir, you are not welcome. Women die too in this war. Ja, wir wissen, dass wir hier nicht willkommen sind. Dann von hier haben wir auch noch ein Dokument gefunden, And good evening to you, Dr. Reed. wo es um Streit zwischen ihr und ihrer Mutter geht. Als sie sich ja eigentlich in Vampyr handeln wollte. Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Okay, damit hatten wir alle Antworten von ihr. Ich schaue mir trotzdem zwei Fragen noch an. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. Ja, Selbstsucht kann man es nicht nennen. Aber nach dem, was wir erfahren haben über Blut, ist es auch besser, dass sie nicht zum Ikon probiert zu machen. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Ja, ist halt trotzdem nicht so einfach.
Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Ja, es ist halt mit solchen Sachen eher aufpassen. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You wouldn't dare. My mother would know. She'd never forgive you. How could she suspect me? Do you know how many vampires are lurking in the city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh, my God. For one second, I thought you actually... Excellent, Dr. Reed. Very convincing. Will ich jetzt nicht so sagen. Denn sie für uns eigentlich nur noch den Erfahrungsnutzen hat. Was nehmen wir? Das ist eher ein ernstgemeinter Joke. Pray for my mother to never find my killer. Betrayer. Ja, muss er sagen, ist nicht der einzige Vampir hier. Es hätte jeder sein können. Es gibt keine Zeugen. Vor allem, wenn die Leiche beim Askelon Club liegt. Schon kommen wir jetzt hier über den Hintereingang rein. Ja, hier ist noch offen. Mal schauen. Jetzt müssen wir sicher gegen 1, 2 Mitglieder noch kämpfen. Ich glaube nicht, dass wir so einfach an das Blut rankommen. Falls das überhaupt existiert. Ja, I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Nachdem wir wissen, dass Lord Redgrave nicht abkömmlich von William Marshal ist. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist unser Territorium. Und schauen, hier oben ist ja scheinbar nicht.
Wo könnte sich rumtreiben? Ah, schon da unten irgendwo. Und hier ist auch nichts mehr, was leuchtet. Was mitnehmen? Ne, schauen wir nicht. Ich glaube, verschlossene Truhen oder so waren hier auch nicht. Mal schauen. Er ist ja immer noch wahrscheinlich nicht gut auf uns zu sprechen. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshal. The blood of William Marshal? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Ja, wir haben andere Informationen. Also vielleicht sollte die Farce nicht mehr aufrechterhalten. Stop this farce. Marshal never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Okay. Ich dachte, wir müssten gegen ihn kämpfen. Scheinbar war das doch einfacher als erwartet. Vielleicht weil er weiß, dass er gegen uns keine Chance hat. Ja, hier unten ist eh nichts versteckt. Eigentlich vom Club ist auch keiner mehr übrig gefühlt. Ich überlege gerade. Türsteher ist weg. Zwei von den zwei von den Teammitgliedern und Mr. Dawson. Wer fehlt noch? Irgendeiner, glaube ich, fehlt noch. Neben Lord Redgrave selbst. Na gut, damit hätten wir schon mal den ersten Gegenstand für das angebliche Heilmittel. Dann fehlen uns noch zwei Teile. Okay, eine Sache ist noch beim Krankenhaus und die andere Sache scheint beim Friedhof. Ja, trotzdem möchte ich hier nochmal zum Docks schauen, ob die da noch irgendeine Information für mich haben. Rein zufällig. Wie gesagt, es sind ja zwei Leute zurückgekehrt.
Von dem her schon mal, wo die genau sind. Und was die noch für Informationen uns geben können. Hier stehe ich schon mal keine Person. Und drüben waren, glaube ich, noch 2 Personen, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder? Nee, das sind die andere von den beiden Schwestern. Das heißt vielleicht auch niemand. Ich weiß halt auch nicht, wo die genau sind. Ob die jetzt auf der Seite von den Docks sind oder auf der anderen Seite. Ja, dann schauen wir hier. Good evening, sir. I'm glad to see you safe. I am not safe. I should never have come back here. My life is in danger. I know it. You're much safer here than in that contaminated area. Bullets kill people quicker than diseases and epidemics, Dr. Reed. What can you tell me about this district? The East End Docks only knows one rule. Dog eat dog, and blood calls for blood. The gang will have their revenge on me one way or another. What can you tell me about the locals? Most people would say that Sean Hampton and Tom Watts are good men who try to sort things out. But for me, the real boss around there was my best friend, Jack Gillingham. Jack Gillingham, you say? Everyone round there knew Jack. He was a rock. A mountain even. He feared nothing. Okay. Dann kriegen wir sehr schnell die Information. Ohne recht viele Hinweise. Your friend Jack has something to do with you fleeing to the contaminated area where I found you. I want to know more. Jack is dead. That's all you need to know. Dead because of me. So much violence. So much sorrow. All of that because I refused to be insulted again. Wenn er sich schon verantwortlich macht, dann sollte er sich auch nicht verstecken, sondern die Verantwortung übernehmen. If you really believe you started all this mess, then face it. Take responsibility and stop hiding. Jack told me once that a real hero does not seek the ordeal, for it is the ordeal itself that reveals the true hero. I now know he was right. Okay, das war leider die falsche Antwort. Okay, können wir das Ding schon mal einfach nur hier hochbringen. So unauffällig wie möglich. Stimmt, hier ging sie auch zum Versteck. Forgive me, Jack. If I had stood by your side, we both could have changed things for good round here. Wir haben ja sogar noch eine Waffe erhalten. You seem quite the stranger to these parts. Good. There's no need.
Ja, dann können wir nichts machen. Show me what you have to offer then, Mr. Die nehme ich gerne mit. Den Rest hier kann ich noch mitnehmen. Aluminium vielleicht. Oder uns Bleiplatten. Irgendwelche Platten brauchte ich noch. Good. Of course. Sprechen wir noch mal mit ihr. Miss Gillingham, why did you give Martin Nightingale the watch I returned to you? I'm not sure. I don't know. I suppose I thought he needed a watch more than I did. I have no reason to really keep track of time anymore. Why don't you need to keep track of time? I've spent my entire life marching to the tick of clocks and the ringing of bells. At my age, it's nice to finally be rid of those burdens. On my time. Ja, kann ich verstehen. Und, ist nicht mehr so wichtig. Beziehungsweise, ja, man sollte sich trotzdem irgendwo an gewisse Uhrzeiten halten vielleicht. Oder wenn man irgendwelche Termine hat, so im Alter, kann das schnell mal passieren, dass man dann die Termine verpasst. But it was your son's watch, Miss Gillingham. It was, wasn't it? I'm relieved you found it. Besides, it's more useful to him anyway. Okay, das können wir nichts machen. Jetzt hätten die Uhr genauso gut ihm geben können. Good evening. There's no need. Ihn können wir darüber nicht fragen. Goodbye. Ja. In zwei fehlen mir halt irgendwelche Anhaltspunkte. Wo ich einfach gerade nichts mit anfangen kann. Ohne. Aber den kann ich auch nichts machen. Gleich bei der Schwester auch nicht. Handgeschriebenes Gebet. Lieber Gott, dies ist mein Gebet für meine geliebte Mutter. Jetzt ruft Paxton, die nun im Himmel auf ihre Töchter wartet. Bis zu jeden Tag danke ich dir dafür, dass du mich auf und jeden neuen Tag in redliche Armut und Bescheidenheit durchleben lässt. Bitte schütze den guten Mr. Hampton, der uns in seiner Notunterkunft schlafen lässt. Ich bitte dich untertänigst, mir den Umgang zu vergeben, den ich seit Mutters Tod für meine Schwester Giselle empfinde. Bitte segne ihre Seele. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Oh, da haben wir einen Hinweis, der auf beide zutrifft, scheinbar. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her, plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed.
Ja, stimmt. Goodbye. Dann sprechen wir noch mit dir. Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. We spent all the money we had on useless drugs and doctors. It was hell. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother. Ja, vielleicht sollte sie das Gespräch mit ihrer Schwester suchen. Wir wissen, dass sie es so gemeint hat. Ja, andererseits ist sie auch die zwar nicht, stimmt schon. Ja, es sollte einfach das Gespräch mit ihrer Schwester suchen. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died, the truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize. Ja, das haben wir Do you have recent... ja auch schon mal gehört. Well, I'll leave... Your kind's not welcome here, sir. Okay. Da ist sie. Können wir auch nichts mehr machen. Dann gehen wir hier mal zurück. So, anderen Dogs. Und schauen, ob es da irgendwelche neuen Gesprächsthemen gibt. Beziehungsweise er ist jetzt hier zurück. Mal schauen. Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member? I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Ja. Die haben auch andere Probleme, sagen wir mal so. Beziehungsweise bei den Gangs hier läuft sowieso nichts mehr rund. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Okay, hört sich spannend an. Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse.
I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. Ja, das ist ja auch schon bei den Docs. Jeder auf Sean Hampton und Tom zählt. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named, an old woman dressed in rags. She has an elegance, though, despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Ja, okay. Das haben wir wenigstens die Bestätigung. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. Man könnte es jetzt einfach auf die alten Leute schieben. Aber ich will es einfach sagen, es sind halt schwierige Zeiten noch. With everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times. A few nights ago, I saw a kid eating a rat. He was right in front of one of those abandoned houses nearby. Just chewing on a living rat's insides. Ja, okay. Es sind halt schwierige Zeiten. Schauen, wo man bleibt. Ich werde jetzt nicht genau drauf eingehen. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Okay. Sein Sohn ist ein Gegner von uns. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Ich weiß noch nicht, ob wir den nicht schon erledigt haben. Wenn er wirklich zur Nachrichten von Driving gehört. Okay, müssen ja schon wieder ganz weit wegbringen. Na gut. Ist das schneller? Nee, ich glaube, das ist hier schnellerer Weg.
So my Andrew was right. Monsters exist. The guard will nail you down, Vampire. My son will kill you. Das gern probieren, so wie die anderen. Without the wet boots keep... Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. Can I see... As long as you have money. Die Munition nehme ich gern mit. Die waren leider ein bisschen teuer. Good evening, Miss Cox. Hello again. Na gut. Nehmen wir sie auch mit. Über den sowieso auch schon alle Informationen haben. Bastard. My boys will avenge me. In the end, I will laugh at you. Das sind die nächsten, die es gern probieren dürfen. Habe ich nichts gegen. What do you want? Okay, jetzt ja auch irgendwo anders hinschleppen. Er ist nicht allzu weit weg. My sweet queen, who will protect you from yourself? Will you cry for me? Ah, und wir haben dann noch einen Flugplatz. Junge des Westerns, einigt euch, lasst euch nicht von ihnen täuschen, lasst euch nicht von ihnen kontrollieren, sie sind unter uns. Sie gieren nach euren Seelen. Vampyr gibt es wirklich, verteidigt eure Gemeinde. Der ist als öffentliche Warnung gedacht. Flugplatz wurde von Mr. C. Crossley finanziert und verteilt. Über Informationen treten Sie mit direkt an ihn heran oder schreien Sie zu seinen nächsten öffentlichen Vorträgen. Erscheinen Sie zu seinen nächsten öffentlichen Vorträgen so rum. Tja. Ja. Was das gerade für ein Geräusch war. Ganz gut schon. Macht die Axt macht relativ gut Schaden. Die hat keine Verbesserung drauf. Das wundert mich. Die Chance ist ein bisschen schlechter. Okay, die Axt ist auch zweihändig und nicht einhändig. Dann verstehe ich, wieso sie so viel besser ist. Die Schrotpflanze von Mina ist jetzt nicht besonders stark, beziehungsweise nicht wirklich besser. Hat aber auch keine Verbesserung drauf, muss man dazu sagen. Und hat auch nur ein 2er-Magazin. Ganz kurz. Hier zum Tisch. Ah, okay. Und die Memoiren von William Marshal sind das letzte Rezept, das uns gefehlt hat. Heute hatten wir alle Rezepte.
Hätte ich nicht gedacht. So, verbessern wir die einmal auf Maximum. Schaden erhöhen. Rohstoffverbrauch. Das sind halt nur 10%. Das zahlt sich nicht wirklich aus. Tut eigentlich auch nicht. Oder? Ja, okay, machen wir Ausdauer. Okay, Schrotflinte kann man noch relativ stark verbessern. Das ist ein bisschen Schaden. Definitiv ist gerade die stärkste Waffe. Die Blutaufnahme sieht nicht wirklich aus. Da habe ich eh den Schock schon drauf gepackt. Wenn ich nicht viel drüber über den Schaden, den ich jetzt mache. Bei der Waffe glaube ich auch fast nicht. Ich sehe gerade, dass das Part schon viel zu lange geht, von dem her werde ich ihn an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn euch das Wertung gefallen hat, wenn nicht das sollte, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.